Hallo zusammen! Heute die Nummer 2 zur Reihe Texturen und Hintergründe. Ich habe ein Aquarellpapier, welches ich mit Malgel grundiert habe, schon vorbereitet. Ich brauche Zeitungen, also Tageszeitungen, aus denen ich gleich Ausrisse nehme. Und erstmal halt den Pinsel und noch etwas von meinem Acrylmalgel. Ihr könnt das aber auch mit Binder machen. Ich bestreiche eine kleine Stelle, dann reiße ich mir ein Stück aus der Zeitung, drücke es drauf, drücke es ein bisschen fest. Das kann jetzt ein paar Sekunden dort bleiben, bevor ich es wieder abreiße. Und dann soll so ein abgerissener Effekt entstehen, ähnlich wie eine etwas ungepflegte Litfaßsäule. Es ist quasi eine Decollage, also ich klebe es erst auf und dann reiße ich es auch wieder ab und das gibt dieses abgenutzte, diesen Effekt. Hier reibe ich noch ein bisschen mit den Fingern darüber, um es etwas zu durchbrechen und noch etwas abgenutzter aussehen zu lassen. Okay, die ersten beiden Stücke haben vielleicht etwas zu lange auf dem Papier gelegen. Ich werde jetzt einfach das nächste Stück nicht ganz so lange aufliegen lassen und mal sehen, ob dann mein erwarteter Effekt eintritt. Ja, das funktioniert jetzt schon besser. So habe ich mir das vorgestellt. Jetzt werde ich einfach auf den restlichen freien Flächen auch noch etwas Zeitung aufkleben und wieder abreißen. Anschließend versiegle ich das Ganze nochmal mit einer weiteren Schicht Acrylmalgel oder Acrylbinder und das muss erst einmal trocknen. Diesen Hintergrund oder diese Textur kann man natürlich so verwenden, wie sie ist, oder halt mit weiteren Lasuren oder Farbaufträgen noch verändern. Und das werde ich jetzt im Folgenden auch noch tun. Ich nehme hier ein wenig Türkis. Man braucht nur sehr wenig Farbe. Die wird nachher mit viel Wasser verdünnt. Etwas Gelb und etwas Weiß und daraus mische ich mir ein sehr helles Türkis. Das ist auch nur ein wenig transparent, eben weil auch das Weiß dabei ist.
Ich gebe ganz viel Wasser dazu nachher, damit ich es etwas durchsichtig vermahlen kann. Und anschließend tropfe ich dann in die feuchte Schicht Alkohol. So, nun kann ich den Alkohol gleich hineintropfen. Ihr seht, der Auftrag ist transparent. Der Alkohol erzeugt die gewünschten runden Strukturen. Und da mir die Transparenz noch ein wenig zu gering ist, tupfe ich den Rest der Farbe einfach mit einem Tuch so ein bisschen, mit einem Papiertuch ein bisschen weg. Jetzt hat diese abgerissene Zeitungsstruktur eine leicht türkise Färbung bekommen. Nach dem Trocknen gibt es bei mir noch eine zweite Lasur oder eine Lavierung, besser gesagt. Ich verdünne das Sienna mit viel Wasser und gebe einfach noch eine weitere Lavierung, eine leichte Tönung darüber. Dadurch wird die Farbe wärmer. Und die Kontraste zwischen den dunklen Stellen des Zeitungspapiers und den hellen Stellen werden etwas minimiert. Es soll ja ein Hintergrund sein, auf dem ich später noch etwas anderes arbeiten möchte. Und hier kommt meine Idee dazu. Vielleicht erstellt ihr nach dieser Anleitung auch einen Hintergrund mit ähnlichen Farben oder anderen Farben, ganz nach eurem Belieben, und überlegt euch, was ihr daraus für ein Bild machen könnt. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Es wäre sehr schön, wenn ich einige eurer Ergebnisse auch sehen könnte. Das könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr Mitglied werdet in der Facebook-Gruppe Gerda Lipski Students, hier eingeblendet. Und dort könnt ihr einfach Mitglied werden und dann eure fertigen Werke dort posten und in die Öffentlichkeit stellen. Ich würde mich sehr freuen. Ich hoffe, es hat euch diesmal wieder Spaß gemacht und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal. Tschüss!